Una roja. Ja, is goed. Kan je dat niet dat behouden? Ja. Meine Damen
Damen und Herren, darf ich eure Aufmerksamkeit haben? Liebe Gäste, unsere traditionellen Länderausstellungen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele interessante, abwechslungsreiche Möglichkeiten geboten, ein Land bzw. dessen Besonderheiten näher vorstellen zu können. Kreuz und quer über die Kontinente hinweg zogen sich unsere Reiserouten. Die diesjährige Etappe bringt uns nun auf den höchsten Punkt unserer Reise. Namen wie Mount Everest, Lhotse, Annapurna, um nur einige der Giganten des Daches der Welt herauszugreifen, Himalaya als Ausgangspunkt der 8000er Expeditionen, als Heimat Sherpa Tenzings oder des Schneemenschen Yeti betrachtet. Vielmehr geht diesem Bergstaat heute ein Ruf voraus, der bedeutet, die Facetten dieses Kleinods am Himalaya so verschieden und individuell sind auch die Erwartungen der Nepalreise. Höchstens mit den Indien der Jahrhundertwende verglichen werden können. Aber auch all die Abenteuerlustigen, die Zivilisationsmythen und bitte, meine Damen und Herren, wo findet man auf einer Fläche von vergleichsweise der Größe Österreichs und der Schweiz zusammen dichtesten tropischen Dschungel, sagenhafte buddhistische und hinduistische Kulturzentren und Berggipfel von 6, 7 und über 8000 Meter Höhe. Hat das Land eine rasante Entwicklung durchgemacht, die noch längst nicht abgeschlossen ist. Mit dem Bau einer Straße zwischen Indien und dem dicht besiedelten Kathmandu-Tal, dem eigentlichen Kernland, wenigen Gegenden des Landes umfassende Unterkunftsmöglichkeiten. Nach wie vor braucht es beschwerliche und oft tagelange Fußmärsche, um in die meisten Landesteile zu gelangen, wo auch heute noch mit allen Vor- und Nachteilen das Leben des Mittelalters gelebt wird. Nicht ausreichende medizinische Versorgung, fehlende und infolge des Analphabetismus äußerst schwierig zu vollziehende Aufklärung der Bevölkerung über hygienische Präventivmaßnahmen und Vorkehrungen bringen ein übriges mit. Dies ist, meine Damen und Herren, quasi die Kehrseite der Medaille, beziehungsweise des noch weitgehend unberührten Lebens. Verschiedene Kreise haben uns anlässlich der letzten Länderausstellung ersucht. An dieser Stelle möchte ich auch den Generalkonsul Nepals in der Schweiz, Herrn Dr. Fetsch, recht herzlich unter uns begrüßen. Herr Dr. Fetsch ist während 14 Jahren Präsident der Helvetat gewesen, einer Organisation, die nachgerade in Nepal als ein Schwerpunktland ihrer Aktivitäten großes in Sachen praktikabler, zukunftsgerichteter Entwicklungszusammenarbeit leistet. Es freut uns besonders, dass Herr Dr. Fetsch sich bereit erklärt hat, das Patronat unserer Ausstellung zu übernehmen. Herr Dr. Fetsch wird nachher noch einige Worte an Sie richten. Ebenfalls recht herzlich begrüßen möchte ich Herr Botschafter Marquardt, der jetzige Präsident der Helvetat, der auch hier ist. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch einige wenige Bemerkungen zur Ausstellung. Wie gewohnt haben wir an Ort und Stelle eine reichhaltige
und, wie wir meinen, sehr interessante und einmalige Auswahl nepalesischen Kunststoffen für Sie eingekauft. Sie wissen vielleicht, wir haben eine Equipe von 3 Herren, darunter die 3 Herren, Herr Knuffel, unser Schaufenster, Gestalter und Werbechef, Herr Tobler, das ist mein Schwager, er ist Verkaufsdirektor bei uns in der Firma, und Herr Seemann, diese 3 Herren, die immer zur Länderausstellung einkaufen. Und sie gehen an Ort und Stelle, bereiten das Land und haben eine sehr, sehr gute Hand, Quellen zu finden, die normalerweise schwierig zu finden sind. Und aus diesem Grund haben wir auch unsere Länderausstellung diese Tradition. Einmalige Ware haben wir auch, können wir sagen, eingekauft dieses Jahr, weil jedes einzelne Stück, die sicher bereits am Eingang gesehen haben, beide Herren werden während der ganzen Ausstellung an Sonderständen im Parterre auserlesene, authentische Kunstschätze ihrer Heimat verkaufen. Freut uns aber auch, dass 3 Freunde der beiden während der ersten 3 Tage der Ausstellung original nepalesische Folklore darbieten werden. Sie haben die 3 Herren vielleicht schon gehört beim Erreichen von, sie waren dort auf dem Podest und werden uns nachher noch ein kleines Konzert geben. Wir sind sehr dankbar um diese echte Bereicherung unserer Ausstellung. Im 4. Stock befindet sich ebenfalls ein Stand, den Sie eines Landes orientieren und beraten zu können. Und ich hoffe, ich habe Sie etwas lustig gemacht. Vielleicht liegt es drin, dass Sie in einem der kommenden Monate oder Jahre nach Nepal reisen können. Unterstützt wird Mr. Naidu durch die hilfsbereiten Mitarbeiter des Reisebüros Marti Travelland, das, wie Sie sicher wissen, vor einigen Wochen die sich bei uns eingefunden haben. Wer schon eine Asienreise vielleicht auch neben den größeren Routen hinter sich gebracht hat, weiß um diese Gäste. Sie genießen viele Privilegien und werden unter keinen Umständen je in ihrem Tun und Lassen gestört. Die Kuh ist heilig und man lässt sie dort in Ruhe sein, wo man ihr eben begegnet. Und Sie wissen ja, man begegnet ihr auch dort, wo man sie eigentlich überhaupt nicht erwartet. In Kathmandu stand eine sogar vor unseren Einkäufern in der Schlange vor dem Ladentisch. Sie werden ihr also während der Ausstellung auch bei uns im Haus begegnen, an vielleicht unmöglichen Orten. Haben Sie Geduld und Nachsicht und lassen Sie ihr ihre Privilegien. Es ist eine heilige Kuh, die eben tun und lassen kann, was sie will. Wie schön. Wir hoffen, meine Damen und Herren, Ihnen auch dieses Jahr eine interessante Ausstellung bieten zu können, Ihnen Land und Leute näher zu bringen, die uns zugleich bekannt und fremd waren. Bevor wir zur traditionellen nepalesischen Eröffnung der Ausstellung schreiten, möchte ich das Wort an Herrn Generalkonsul Dr. Petsch geben. Mr. Loeb, Excellencies, it is customary at official occasions like that, the language is the local language of the country. So I should have to speak Nepali to you. You would have to listen Nepali to me. As I do not speak Nepali, you don't have to listen Nepali to me. As you notice from my very scarce note, which I put down before, I read all these boards such as Kuchen Festival, Sie haben Gäste, and so on, and without watching all the beautiful things at the table, I thought that I will not have a lecture on Nepal
you. But still, I think Nepal, as the beautiful country as it is, deserves that you at least should know some facts about this country. Nepal is a very old country. It was already mentioned in 7,000 before Christ. The Kathmandu Valley was a flourishing and prosperous area. In the middle of the 17th century, which means about the time when our Swiss constitution was signed, a king called Gurkha unified the country, and he created the national state of Nepal under the reign of the so-called Shah kings. After that, as usual, a number of fights started. After the Shahs were the Ranas, and then in 1971 the Shahs came back and they introduced in the country what is now called the parliamentary form of the Panchayat, which is a non-party democratic form of ruling the country. It is difficult for us Swiss to understand what this really means, but I tell you up to now it has worked in Nepal. Ladies and gentlemen, who are these people of Nepal? It's 14 million. The birth rate is a modest 2.3% in comparison with other developing countries. Only 4% of the population live in towns, and only 12 towns have more than 10,000 inhabitants, which means in fact that everybody is in the countryside. A bit more than 20% of the country is the Terai, which is plain south of the country. And in this Terai live about 1/4 of the population, having thanked Mr. Loeb for his generous gest of having this exhibition here. I should like to thank you for the interest you took and you take in this beautiful country of Nepal. I do so in my official function as General Consul. But as a citizen, as a Swiss citizen, as all of you are, or most of you are, I should like to thank you for your presence tonight, which demonstrates that you're interested in the problems of developing countries, and it's much more to be interested. It's much more important to be interested and to support at the same time. Thank you. Recht herzlichen Dank, Herr Generalkonsul, für diese sehr interessanten Worte. Sie haben es verstanden, uns in kurzer Zeit das Land näher zu bringen, und unsere Sympathie ist auf alle Fälle mit Nepal. Ich bin überzeugt, dass viele, die hier sind, auch nach Nepal reisen werden. Meine Damen und Herren, ich habe 2 Telegramme bekommen, die ich Ihnen kurz vorlesen möchte. Das eine mit folgendem Text kann leider nicht zur Eröffnung persönlich kommen,
da Nepal abwesend, wünsche eine erfolgreiche Ausstellung Reinhold Messmer. Und das zweite Telegramm: bin auf Vortragstournee in Deutschland. Ich wünsche einen schönen Abend und erfolgreiche Nepal-Tage bei Loeb, 12 Reis. Wir haben von beiden Fotos in den Schaufenstern, also Sie können sich dort anschauen. Wir wollen jetzt, meine Damen und Herren, liebe Gäste, zu der offiziellen Eröffnung der Ausstellung gehen, und ich bitte die Herren Kier und Zula, das Eröffnungszeremoniell zu machen. Meine Damen und Herren, damit kämen wir zum kulinarischen Teil. Die Temperatur ist mittlerweile vom Himalaya bereits zum Dschungel gekommen. Ich bin froh, dass Nepal alle diese Klimagebiete haben, die Sie jetzt auch heute Abend ganz stolz erleben können. Sie werden auch dort vorne echten Reisschnaps erhalten aus einem traditionellen Silberkrug, und ich möchte Sie jetzt schon darauf aufmerksam machen, dass der Tonbecher, aus dem Sie dort trinken, als Hauswiss mit nach Hause gebracht werden kann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja.